Wer seinen diesjährigen Urlaub am Comer See verbringen will und sich im Internet informieren möchte, trifft auf eine erschreckende Meldung. Comer See nur zu einem Viertel gefüllt. Diese Meldung wurde am 21.04.2023 vom Bayerischen Rundfunk unter der Überschrift »Norditalien, extreme Dürre bedroht Seen, Flüsse und die Pasta« ins Internet gestellt. Das heißt auch mit anderen Worten, dass 75% des Comer Sees weg und verschwunden sind. Ach du liebe Zeit, kann man da nur sagen, da lohnt es sich doch nicht, an den Sommerferien an den Comer See zu fahren. Bis dorthin können doch unmöglich die fehlenden 3/4 wieder zugeflossen sein. Da sitzt man doch sicher im Sommer auf dem Trockenen. Wassersport wird unmöglich und die Aufzugsboote können nicht auf dem See unterwegs sein. Eine schreckliche Vorstellung. Also, wenn ich aus dem Fenster schaue, sieht der See eigentlich wie immer aus. Wie kommt eigentlich ein solch seriöses Medium wie der Bayerische Rundfunk dazu, solche Schauermärchen zu verbreiten? Ich bin der Sache nachgegangen und wollte einfach nur mal wissen, woher kommt eigentlich die Information nur zu einem Viertel gefüllt her? Sämtliche Informationen über die Situation der norditalienischen Seen findet man im Internet auf einer speziell hierfür eingerichteten Seite. Dort gibt es zahlreiche Tabellen und Grafiken über Wasserstände, Zuflüsse, Abflüsse und vieles mehr. Dort findet man tatsächlich für den Comer See einen Prozentsatz von etwa 25%, genaue 23,5%, da dieser Wert täglichen Schwankungen unterliegt. Wichtig ist natürlich jetzt zu wissen, worauf bezieht sich nun der Prozentsatz. In der Tabelle steht Volume invaso gleich Fassungsvermögen. Das betrug am 20.04.2023 58 Millionen Kubikmeter, entsprechend 23,5%. Und hier liegt der Hase begraben. Das Fassungsvermögen ist die maximale Menge an Wasser, die dem Comer See zur Bewässerung, Stromerzeugung entnommen werden kann, nämlich insgesamt 246,5 Millionen Kubikmeter. So steht es nämlich in den Erläuterungen Volume d'invaso disponibile per la regolazione. Die 23,5% beziehen sich also auf 246,5 Millionen Kubikmeter. Aber keine Angst, die 246,5 Millionen Kubikmeter sind nicht das ganze Wasser des Comer Sees, sondern nur ein ganz geringer Anteil. Gemäß den derzeit gültigen Verträgen zur Wasserentnahme wird die zur Verfügung stehende Wassermenge wie folgt errechnet: Wasserstand 1,30 Meter über der Nulllinie bis 40 cm unter der Nulllinie. Das sind insgesamt 1,70 Meter Wasser, multipliziert mit der Fläche des Sees von 145 Quadratkilometern ergibt schlappe 246,5 Millionen Kubikmeter, die zur Regulierung zur Verfügung stehen. Nachdem es am 20. April geregnet hat, liegt der aktuelle Wasserstand am 21.04.2023 9 cm über der Nulllinie. Wenn man also die Nulllinie als Bezugsgröße nimmt, war der Comer See am 21.04.2023 zu mehr als 100% gefüllt. Also, wer in diesem Jahr an den Comer See kommen möchte, der kann das ruhig tun. Es wird genug Wasser für alle im See vorhanden sein. Zusammenfassend kann man sagen, lieber Bayerischer Rundfunk, da hast du aber wirklich schlecht recherchiert. Da ist noch viel Luft nach oben.